Der neue Ozone Wesp V2 wird immer mit einem Bauchgurt ausgeliefert für die Leashaufnahme. Man kann aber auch halt alternativ im Zubehör eine Handleash dazu bestellen. Bei der Frontschlaufe wurde hier ein sehr dünner Durchmesser verwendet, der aber ausreichend angenehm gepolstert ist. Die Griff- bzw. Lenkschlaufen an der Mittelstrut sind jetzt größer, sehr ergonomisch geformt und sehr komfortabel. Davon gibt es nun 4 Stück an der Zahl, eine Schlaufe für die vordere Hand und 3 für die hintere. Und für die vordere Hand gibt es weiterhin noch 2 zusätzliche Diagonalschlaufen. Zum B- und Entlüften gibt es an der Fronttube ein großes Ein- und Auslassventil und zusätzlich auf der Mittelstrut nochmal ein großes Ein- und Auslassventil, um den Druck in der mittleren Strut separat nochmal etwas erhöhen zu können. Die Fenster besitzen eine mittlere Größe und sind sehr nahe der Mittelstrut angebracht. Die Dicke des Durchmessers der Fronttube sowie auch die Profiltiefe liegen im Vergleich im mittleren Bereich. Als Flugtuch wird bei Ozone hier ein Triple Ripstop Material verwendet und auch das Dacron der Fronttube und der Mittelstrut sind mit zusätzlichen Polyesterfäden, die dicker sind, für eine bessere Reißfestigkeit unterstützt. Die Verarbeitung wirkt insgesamt sehr solide und robust. Einzig in den Tippbereichen könnte man vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung erwarten für den eventuellen Einsatz auf dem Skateboard. Die Fronttube ist leicht gefeilt und bei der gesamten Outline hat man auf eine kompakte Geometrie geachtet, was besonders beim 6 Quadratmeter Wesp auffällt. Schauen wir auf die Form des Wesp im Obertuch. Hier haben wir ein insgesamt mittelstark ausgeführtes V. Die Hinterkante ist insgesamt durchgehend mit einer Tuchdopplung versehen und besitzt eine leichte konkave Form. Was in allen von uns getesteten Größen von 3,5 bis 6 Quadratmeter auffällt, ist, dass wir ein wirklich leichtes Gefühl dieses Wings in der Hand sofort haben und dieser sehr schön ausbalanciert ist, sodass halt auch bei kritischen Situationen hier das gute Handling und der schon sofort einsetzende Lift hilft beim Aufstehen und natürlich auch beim Anfahren. Beim Luftdruck sollte man wirklich der Empfehlung des Herstellers hier folgen. Wenn man das genau so aufpumpt, wie das, was drauf steht, dann hat dieser Wing hier wirklich einen enormen Swingback. Das heißt halt, er hilft bei einem aktiven Pumpen sehr früh auf den Flügel zu kommen. Hier lag bei uns die Grenze vom 6 Quadratmeter Wesp V2 bei 10 Knoten bei einem Flügel von 2000 Quadratzentimetern. Aber nicht nur der 6 Quadratmeter Wesp stach hier von der Leistung wirklich heraus, sondern auch die anderen getesteten Größen haben hier wirklich ein exzellentes Anfahrvermögen, auch ohne dass man halt viel pumpt oder sehr, sehr effizient ist. Also auch das inaktive nur anstellen und dicht holen ist schon sehr effizient zum Aufsteigen auf den Flügel. Die Leistungen auf dem Amwindkurs sind gut bis sehr gut. Hier hat Ozone einen sehr schönen Kompromiss zwischen Fronttube-Dicke, also Widerstand, und auch der Tiefe des Profils gefunden, sodass hier ein effizientes und leichtes Höhelaufen möglich ist. Kommen wir nochmal zu den unterschiedlichen Griffpositionen. So empfiehlt es sich in Verdrängerfahrt, besonders beim 6er, die vordere, hintere Schlaufe zu verwenden. Auf dem Amwindkurs wird bei allen Größen eher die hintere Schlaufe verwendet und im Bereich von Manövern kommt auch die mittlere Schlaufe zum Tragen, wobei man sagen muss, dass die kleinen Größen auf der hinteren Hand auch nur 2 Schlaufen besitzen. Hier sind alle Schlaufen gut positioniert, können dementsprechend auch wirklich variabel genutzt werden. Hier kommt es ein bisschen auf den Stil des jeweiligen Fahrers und dessen Haltung an.
Wie anfangs erwähnt, haben wir eine schöne Ausbalanciertheit. Einerseits ist der Wesp V2 Tip-to-Tip sehr ruhig. Hier bedarf es kaum Korrekturen auf der hinteren Hand, also dass wir ein absinkendes Tipp haben. Da ist er schön ausbalanciert. Auch wenn man auf ihn zufährt, sinkt die Hinterkante nicht so schnell ab. Er schwebt lange und einfach mit. Vielleicht nicht ganz so extrem wie ein F1 Strike oder ein Swing, aber das ist vom Handling hier ebenfalls für die Welle ein sehr gut geeigneter Wing. Und das gilt auch für unterschiedliche Stile, also je nachdem, wo man den Wing greift, ob an der Schlaufe der vorderen Hand oder an der Schlaufe der Fronttube. Insgesamt bleibt das Verhalten hier immer gleich und schön ausgewogen. Das Manöverhandling ist insgesamt auch sehr ausgewogen. Wir haben hier ebenfalls einen tollen Kompromiss zwischen eigenem Widerstand, also dem Drag des Flügels, und halt der Handlichkeit. Gerade auch bei Wänden, wo der Wing über den Kopf geführt wird, da merkt man halt sofort, wenn zu viel Widerstand da ist. Das ist hier nicht der Fall. Das Ganze lässt sich hier für alle Fahrkunststufen sehr einfach handeln und bringt einfach nur Spaß. Insgesamt reagiert der Wesp V2 sehr ausgewogen und eher fehlerverzeihend auf die Steuerbefehle. Wir haben hier einen recht großen Sweet Spot, das heißt halt der Bereich zwischen dem Dichtholen und dem Vieren ist insgesamt sehr groß, ohne dass das Profil dabei kollabiert. Das Ganze ist so harmonisch gestaltet, dass hier der sehr fortgeschrittene Fahrer nicht über Leistungseinbußen klagen muss, aber auch der Einsteiger hier keinesfalls überfordert wird. Insgesamt bietet der Wesp V2 auch gute Sprungleistung aufgrund einer hohen Geschwindigkeit, einem nicht zu hohen Widerstand. Also die Kombination mit schnellen bis mittelschnellen Flügeln ist hier optimal. Und auch die etwas gedrungenere Geometrie erlauben hier komplizierte Tricks. In allen von uns getesteten Größen zeichnet sich der Wesp V2 als wirklich absolut ausgereifter Allrounder aus. Seine Stärken bei 6 Quadratmeter liegen definitiv im Low-End. Wir erreichen das hier durch eine doch sichtbar etwas dickere Fronttube im Verhältnis, aber ein optimal angepasstes Profil, die Tuchstraffung gegenüber dem Vorgänger und die wirklich optimierten Positionierungen der Griffe helfen hier zu wirklich sehr frühen Angleitleistungen, und dadurch, dass der Sweet Spot auch groß ist, ist das Ganze hier in sehr böigen Revieren angenehm und leicht vom Handling. Also auch die ganze Fraktion aus dem Binnenland wird sich hier mit diesem Wing wirklich sehr wohl fühlen. Ebenfalls optimal positioniert sind die Griffe auch bei den kleineren Größen. Das ist ein ganz klarer Vorteil gegenüber dem Vorgängermodell, und auch die Tuchstraffung macht halt einfach klar, dass wir hier jetzt einen deutlich erwachseneren und ausgereifteren Wing haben als das erste Modell. Also diese ganze Detailarbeit hier wurde wirklich optimal erfüllt. Der Allround-Charakter zeigt sich auch hier, ob man jetzt eher zu Manövern tendiert oder eher in dem Bereich Springen unterwegs ist oder lieber in der Welle fährt. Alle Sachen werden gleichermaßen gut und völlig unstressig, schon fast unspektakulär erledigt, da der Wing halt einfach keinerlei Macken oder Zicken besitzt, an die man sich jetzt in irgendeiner Weise gewöhnen müsste. Zudem ist das Ganze hier sehr hochwertig verarbeitet und auch die Materialauswahl zeugt von einem hohen Qualitätsanspruch. Ein tolles Wingfoil-Produkt, was von unserer Seite durchweg eine 100%ige Empfehlung besitzt.